Die DJI Air 3S bzw. Air 4, momentan schwirrt da eine ganze Menge Zeugs im Netz rum. Ich habe das mal für euch gebündelt, hier in dieses Video verpackt. Bekommen wir sie noch Ende September und was ist das absolut größte Highlight, was sozusagen in dieser Drohne verbaut sein soll? Alles das in meinem Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Anschauen. So, und nicht wundern, es ist natürlich eine lustige Location, aber ich bin hier direkt auf dem Dorf. Das kann passieren, dass hier sozusagen mal ein Trecker vorbeifährt, dass hier mal ein Hund bellt oder dass hier andere Dinge passieren. Es ist wirklich nicht beeinflussbar. Und die Location, die habe ich mir so ein bisschen ausgesucht, aber die wahren Hintergründe, das ist eine Mülltonne. Eigentlich normalerweise schmeißt man hier seinen Müll weg, aber ich fand das so gut hier mit den Ziegelsteinen und so weiter, dass das hier sozusagen meine neue Drehlocation ist. Also nicht wundern, wenn es mal ein bisschen lauter wird oder ein Hund bellt, direkt Dorffeeling und jetzt geht's los. Und es ist wirklich ein spannender Herbst. Nicht nur die DJI Neo soll neu veröffentlicht werden. Video direkt hier auf meinem Kanal. Wer Lust, Zeit und Laune hat, kann sich das natürlich sehr gern anschauen. Auch sieht es so aus, als wenn wir eine neue Air 3S bzw. Air 4 bekommen. Dass DJI mittlerweile an einem Nachfolger der Air 3S arbeitet, das ist unbestritten. Und in letzter Zeit, da tauchen immer wieder mehr und mehr Leaks und auch Fotos im Netz auf, die hier ganz genau neue Funktionen beschreiben. Als erstes gab es natürlich im Mai 2024 bei Quadro News ein Foto eines unbekannten Flugakkus, was angeblich zur DJI Air 3S gehören soll. Und damit kam das Ganze dann ins Rollen. Mitte Juni tauchten dann auch noch Fotos auf, bei denen die Air 3S wohl möglich 3 Kameras haben soll, was ich persönlich aber sehr unrealistisch finde. Denn das wäre die direkte Konkurrenz zur Mavic 3 Serie und natürlich auch zu den hochpreisigen Drohnen von DJI. Dann gab es natürlich Ende Juni einige Videos, die den Flug der Air 3 zeigen sollten, die ich aber auch nicht für sehr aussagekräftig halte. Mitte Juli gab es dann ein neues Video, was den Flug aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen sollte, sowie ein Foto der Kameraeinheit. Aber diese Kameraeinheit, die hatte dann natürlich auch wieder 2 Kameras an Bord, was irgendwie für mich ein bisschen authentischer wirkt. Anfang August gab es dann ein sehr klares, deutliches Foto der neuen DJI-Drohne. Und jetzt gegen Ende August tauchten natürlich auch die ersten Leaks von den neuen Features auf. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Als erstes wünschten sich die jetzigen Nutzer mehr Flugzeit. Aktuell sind es ja 46 Minuten und es deutet so ein bisschen alles darauf hin, dass aufgrund des Leaks des neuen Akkus hier auf 50 Minuten aufgestockt werden kann. Dann munkelt man, dass das True Vertical Shooting hier mit in die Drohne kommen soll, was bedeutet, dass es dann die Übernahme von der DJI Mini 4 Pro, dass sich dann auch der Gimbal bewegt. Momentan ist es ja so, dass die Software hier links und rechts deinen Hochkantausschnitt direkt ausschneidet und sich der Gimbal nicht bewegt. In Zukunft soll es dann so sein, dass du reales, vertikales Shooting hier mit einem drehbaren Gimbal erledigen kannst. Es ist auch die Rede von einer variablen Blende und hier muss ich ehrlich sagen, dass die variable Blende derzeitig den hochpreisigen Modellen zur Verfügung steht, wie zum Beispiel der Mavic 3 Serie und ich persönlich so ein bisschen nicht daran glaube, dass hier sozusagen eine variable anstatt einer festen Blende eingebaut wird, da es dann doch schon mehr an die hochpreisigen Modelle und natürlich auch die Mavic 3 Serie rankommt. Laut einigen Leaks arbeitet man auch noch daran, dass hier sozusagen die Rotoren etwas leiser werden. Mich persönlich hat es bis jetzt nie gestört, aber einige User finden natürlich die Idee, leisere Rotoren bzw. Propeller zu haben, fantastisch. Das größte Highlight soll dann natürlich sein, dass hier sozusagen der 1 Zoll Sensor wieder zurückkommt. Wir hatten den 1 Zoll Sensor schon in der DJI Air 2 und da war natürlich dieser Sensor bei den Usern absolut beliebt. Jetzt hat DJI die DJI Air 3 mit dem 1:1 CMOS Sensor ausgestattet, der ein bisschen kleiner ist und wirklich kein 1 Zoll mehr hat und das soll wie gesagt jetzt zurückkommen und das ist für mich eigentlich auch das größte Highlight bei den Updates hier für die DJI Air 3S, dass dieser 1 Zoll Sensor doch so einige User dazu bewegen könnte, mal über ein Update nachzudenken, aber vom Prinzip her ist es natürlich dann auch eine bessere Bildqualität und DJI hat dann auch schon diesen 1 Zoll Sensor und der ist natürlich im DJI Pocket verbaut und der bringt unwahrscheinlich gute Leistung, also wenn der dann sozusagen in der neuen DJI Air 3S drin wäre, dann könnte man doch schon mal so ein bisschen überlegen, ob man nicht von der normalen 3er updatet oder auch nicht.
Man gibt dann auch noch an, dass man hier bessere Funktionen haben soll in den neuen 360-Grad-Funktionen, die ja sozusagen bei der DJI Mini 4 Pro eingeführt wurden, was das Active Tracking betrifft. Aber hier sind noch nicht allzu viele Leaks öffentlich, wo ich jetzt nicht direkt in die Materie einsteigen kann und wirklich konkrete Sachen sagen kann in meinem Video. Deswegen halte ich mich hier so ein bisschen zurück. Auf alle Fälle soll es ein paar Änderungen im Active 360-Grad-Tracking geben. Und jetzt seid natürlich auch ihr mal gefragt, hier direkt in meinen Videokommentaren, was haltet ihr von diesem Update, also von diesen Funktionen, die ich euch bis jetzt geschildert habe, dass die sozusagen kommen sollen in eine neue DJI Air 3S. Ist es für euch eigentlich bewegend? Also würdet ihr sozusagen upgraden von eurer DJI Air 3 oder sagt ihr, naja gut, 1 Zoll Sensor, ein paar bessere Funktionen und dafür eine neue Drohne ist jetzt nicht so mein Ding. Und ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass ich hier kein Update machen würde. Klar ist der 1 Zoll Sensor natürlich fantastisch, aber ich sag mal, die macht jetzt auch super Bilder mit den 2 Kameras und ist jetzt sozusagen für mich definitiv ausreichend. Aber es gibt ja einige da draußen, die natürlich dann auf solche Funktionen warten, und schreibt es einfach mal hier direkt in meine Kommentare. Lasst uns drüber quatschen. Mich würde es interessieren. Wer jetzt noch keine DJI Air 3 hat und überlegt, sich jetzt in diesem Moment eine zu kaufen, der sollte meiner Meinung nach wirklich noch ein bisschen warten, denn Ende September könnte es soweit sein, laut den Leaks. Das steht ja alles noch in den Sternen und die Leaks sind natürlich auch nicht jetzt so hundertprozentig zuverlässig, aber es sieht erstmal so aus, dass Ende September hier ein neues Update kommen soll von der DJI Air 3. Dann, wie gesagt, lohnt sich das Ganze ein bisschen zu warten und lieber die neue Version zu kaufen. Ob ihr nur von der Air 3 upgradet auf die Air 3S, das ist euch überlassen. Bei mir ist es persönlich jetzt sozusagen kein großes Highlight. Ich muss sagen, ich nutze die DJI Air 3 sehr oft für meine Fahrradvideos, denn durch die 2 Kameras im Gimbal kann ich natürlich auch mit der 70 mm Optik direkt näher rangebracht werden und muss natürlich nachher im Schnitt nicht so viel zoomen, sodass ich sozusagen eine größere Bildauflösung auf meine Person und das Fahrrad habe. Und da bringt mir sozusagen hier die Air 3 richtig viel Nutzen durch die doppelten Kameras. Die DJI Mini 4 Pro habe ich mittlerweile verkauft, weil ich brauche nur eine Drohne. Was soll ich mit 2 Drohnen? Und hier ist ja auch alles drin, was sozusagen bei der DJI Mini 4 Pro drin ist, außer die vertikale Version von dem Gimbal. Jetzt aktuell noch nicht. Wenn sie jetzt sozusagen in der neuen Version kommt, würde mich das ebenfalls freuen. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass die DJI Air 3 für mich der absolute Bringer ist, die beste Drohne überhaupt in diesem Preissegment, bevor es sozusagen dann zu den Profis hochgeht, weil da brauche ich jetzt in der Mavic 3 Serie kaum was, auch mit 3 Kameras. Klar wäre es cooler, aber der Preisunterschied ist mir einfach zu hoch. Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis und jetzt sind wir sozusagen auch noch bei den Preisen. Da soll sich nicht allzu viel ändern bei der DJI Air 3S, denn hier startet man aktuell mit der Einzelversion und dem normalen Controller in den Leaks bei ca. 1100 €. In der Komplettversion mit dem RC-Controller, 3 Akkus im Fly More Combo soll das Ganze bei 1550 € landen. Ob die Preise dann wieder stimmen, werden wir sehen in den aktuellen Veröffentlichungen. Wenn jetzt noch was Neues kommt, schreibe ich diese neuen Leaks hier direkt in die Videobeschreibung unter mein Video, sodass ihr immer noch ein bisschen aktueller nachlesen könnt. Ansonsten war es das. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterbringen können mit einigen Informationen. Denkt dran, es sind alles nur Leaks, es ist noch nichts öffentlich und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.